So, liebe Leute, heute haben wir Mittwoch, denn wir haben einen kleinen Konzeptwechsel. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich einen neuen Kameramann und Mediengestalter. Das ist der Bang. Ich finde den Namen so geil. Das ist der Bang. Und ihr habt vielleicht schon in den letzten paar Videos gesehen, dass die Qualität bei uns deutlich gestiegen ist. Klar, wir arbeiten uns auch noch ein bisschen ein. Aber ich denke, es geht alles in die richtige Richtung. Wir haben ein Konzept ein bisschen geändert, das heißt montags und freitags gibt es ganz normale Videos wie immer. Und die Frag-Franz-Videos hauen wir jetzt auf den Mittwoch. Ja, genau, heute ist also Mittwoch für euch. Einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch. Und ich fange mit den Fragen mal an. Noch was anderes, wir haben uns mehr Fragen rausgesucht und ich werde die ein bisschen zackiger, ein bisschen schneller beantworten, damit wir mehr Fragen von euch durchkriegen, weil einige Leute geschrieben haben, dass die Fragen nicht drankommen, die halt gestellt haben. Wir kriegen natürlich sehr viele Fragen gestellt. Ich versuche so viele wie möglich, so schnell wie möglich abzuarbeiten. Okay? Los geht's. Also erstmal, Runflat-Reifen, sportlicher Fahrstil, passt das? Den Rest lasse ich mal so stehen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Erfahrung mit Runflat-Reifen. Ich fahre nie Runflat-Reifen auf keinem meiner Autos, daher kann ich dir das nicht sagen. Ja, mir wird oft abgeraten, mit Runflat-Reifen zu fahren, wenn man auf der Rennstrecke fährt. Kann ich leider nichts zu sagen, sorry. So. Interessante Frage. Wieso hast du dich entschieden, einen McLaren 570S zu holen, wobei du von einem GT3 geschwärmt hast? Trotzdem fette Karre und hoffe, du hast Spaß damit. Vom LUGA, also quasi Luga. Ja, das haben mir viele Leute gestellt. Also diese Frage haben mir viele Leute gestellt. Das hat eigentlich zwei Gründe. Grund Nummer 1 ist, ich wollte für nächstes Jahr mal was richtig Schnelles bauen. Also wirklich was richtig, richtig Schnelles. Und da ist der 570S eigentlich eine ganz, ganz geile Basis. Denn zwischen 540S, 570S, 650S und 675 LT, die haben alle den gleichen Motor. Ja, das heißt so, alles dieser 3.8er V8 Biturbo, nur der 720S hat den 4 Liter Biturbo, ist aber vom Prinzip her auch der gleiche. Und die Basis ist wirklich brutal. Das Auto ist verdammt schnell, das Auto ist Serie schon ab Werk. 100, 200, ich weiß, wie schnell er ist, dazu gibt es noch ein separates Video, verdammt schnell. Und der Hintergrund war einfach, dass ich einfach was richtig Schnelles bauen wollte, einen schnellen Supersportwagen. Und dann habe ich mir gedacht, es muss eine Nische sein und es darf nicht sein, wo schon viele fahren. Ich denke, einen McLaren sieht man relativ selten auf der Straße. Daher habe ich mich für einen 570S entschieden. Ein GT3, keine Sorge, es ist immer noch eins meiner Lieblingsautos überhaupt. Und es wird auch einer kommen, keine Frage. Aber ein GT3 möchte ich eigentlich mehr so als Track-Tool haben und nicht um Beschleunigungsrennen oder sonstiges zu fahren. Also das ist der Grund und der Hintergrund, warum ich mich für einen 570S entschieden habe. Und ich habe mich in das Auto absolut verliebt, nachdem ich einmal ein Kundenfahrzeug gefahren bin. Dann muss man verstehen. Aber dazu später mehr. So, Frag Franz, der Leo. Kannst du demnächst mehr auf das Auto eingehen, mehr Details zeigen und Zeiten Vorher-Nachher-Video machen? Meinst du auf dem McLaren? Ja, das wird ein Projektauto für uns. Das heißt, ich werde sehr, sehr viel darauf eingehen. Das nächste Video drehen wir übrigens gleich schon über das Auto, nur damit ihr Bescheid wisst. Also darüber wird es viel, viel geben. So. Leon. Hi Franz, wenn ich mich richtig erinnere, hast du mal bei einem anderen Video gesagt, dass du nur Software machst. Wie bist du dazu gekommen, Steuergeräte zu optimieren und womit hast du angefangen? Hattest du zu Beginn Unterstützung? Welchen Tipp oder Rat hast du für mich oder auch für andere, die gerne mehr darüber lernen möchten? Natürlich mit der Voraussetzung, dass das technische Grundverständnis vorhanden ist. Liebe Grüße, Leon. Ja, lieber Leon, das habe ich glaube ich schon zweimal erklärt. Ich hatte damals einen sehr, sehr guten Mentor. Es gibt so Kurse, die man machen kann. Es gibt von Dimsport bietet Kurse an, andere Firmen bieten Kurse an, aber da lernst du eigentlich nur die Basics. Und da jetzt noch einzusteigen, sehe ich als relativ schwierig an, bin ich ganz ehrlich. Und das ist richtig, ich kann nicht schrauben. Ich bin noch kein Schrauber, war auch nie ein Schrauber. Ich komme aus dem kaufmännischen Bereich und weiß natürlich, wie ein Motor zu funktionieren hat, was darin passiert und was vor allen Dingen passiert, wenn man A, B, C, D verändert. Das ist ganz wichtig. So, weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt bin ich gerade kurz einmal runtergerutscht. So. So. 1 Fab 97. Erstmal Glückwunsch zu dem Auto, aber warum ist es kein 720S geworden? Es gibt ja schon einige Gebrauchte, die kaum noch teurer sind als der 570S. Ja, A, wollte ich einen Neuwagen haben, weil ich wollte der Erste sein, der in diesen Sessel reinpupst. Ja, und ich wollte einfach sicherstellen, dass ich das Auto so einfahren, wie es einzufahren ist, obwohl es gar nicht einzufahren ist. Aber für den Kopf hier oben habe ich einfach mal gesagt, die ersten 500 Kilometer lasse ich es nicht krachen wie ein Gehirnamputierter, sondern lasse es ein bisschen easy angehen. Und ja, 720S, der Grund,
Gedanke war, dass ich diesen 570S schneller mache als den 720S. Das war der Grundgedanke. Und außerdem, wo will man da noch hin? Ein 720S ist Königsklasse. Wo will man da noch hin? Auch da geht natürlich viel mehr, vielleicht als nächstes. Wer weiß, da gehen dann auch so 900 PS. So, Marcel Frenzel, Glückwunsch, was ist denn auf dem USB-Stick drauf? Gute Frage, ich weiß es nicht. Ich hab noch nicht geguckt, also keine Ahnung. So, der Sinet Pretz. Hi Franz, wird von dir nach einem Video kommen, wo du diese Mythos Schubausschaltung ist schädlich, genauer erklärst und nach andere Halbwahrheiten bzw. Gerüchte im Tuning-Bereich mehr klarstellst. Prüfstand, TÜV, Cut, Auspuff etc. Hatte mal in einem Video gesagt, du willst sowas machen. Beste Grüße Dennis, weiter so, gibt es immer gute Erklärungen. Danke Dennis, ich habe so ein Video gemacht, das ging 45 Minuten, nur ist das abhanden gekommen. Sagen wir es mal so. Das war aber vor Banks Zeit. Ja, machen wir nochmal, ist ein wichtiges Thema, ist ein Thema, was oft tot diskutiert wurde. Jeder hat eine andere Einstellung dazu, aber es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort. Aber dazu mache ich wirklich ein separates Video. So, ich 558. Wie viel Leistung macht der Bugatti wirklich auf dem Prüfstand? Kann ich nicht sagen. Ich hatte den noch nicht auf dem Prüfstand. Aber ich habe schon mal einen Bugatti getuned. Allerdings bin ich dann zum Kunden hingeflogen und habe das dann da gemacht. Ihr müsst euch das so vorstellen, dieser 16-Zylinder, es sind eigentlich 4 Golf 6R Motoren und die Motorsteuerung ist auch gleich. Nur, dass du halt das Ganze 4-mal hast, also das 4 Steuergeräte. So, Max Wolf, bitte jede Woche ein Frag-Franz-Video, würde mich sehr freuen. Hashtag mehr Frag Franz, Hashtag Hochliebe Franz, Hashtag Frag Franz. Lieben Gruß, machst jede Woche ein Frag Franz, Fragezeichen. Ja, mache ich. Machen wir jetzt, wie gesagt, ab jetzt jeden Mittwoch. Weiter geht's. So, Shift Khan. Hi, erstmal, hast du schon mal einen 65er AMG-Motor getuned? Wenn ja, wie viel Leistung kriegt man da raus? Ja, habe ich schon mehrmals gemacht. Du redest von dem V12 Biturbo. Ist meiner Meinung nach nicht so gut wie der V8 Biturbo. Der macht auch dann irgendwann mal Zicken, wenn man richtig Leistung fahren will. Man kann natürlich Leistung fahren auf 4 Drehmoment. Ich bin kein Fan von dem V12. So, Max Wolf, was hältst du von Friedrich Motorsport und Remus und Sebring? Bitte mit Begründung. Das ist schwierig. Habe ich bis jetzt nur, die Frage skippe ich. So, Balbi Mattia. Hi Franz, wie ist das Ganze so entstanden mit YouTube? Wie siehst du dich so in 10 Jahren? Was denkst du, wie wird sich YouTube verändern? Machst du viele Abats? Was ist deine Meinung zur Marke? Also, wie ist das entstanden mit YouTube? Ich habe einen ganz guten Freund, der ist der Patrick 3331, der hat auch einen YouTube-Kanal, schaut mal bei ihm vorbei. Der hat mich eigentlich damals darauf gebracht. Der sagte, ey, mach doch mal ein paar YouTube-Videos. Habe ich das gemacht und so ist es entstanden. Wie ich mich in 10 Jahren sehe? Ja, in 10 Jahren sehe ich mich hoffentlich weiterhin erfolgreich. Ich möchte eigentlich tatsächlich dahin, das ist jetzt wirklich hochgegriffen, ich habe es mal mehrmals gesagt, für mich so ein Vorbild sind Firmen wie zum Beispiel Brabus. Ja? Ich glaube, dass es heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so möglich ist, diese steile Karriere hinzulegen, aber ich möchte eigentlich mehr dahin, dass wir Komplettfahrzeuge machen, komplette Umbauten. Welche Marke steht noch nicht fest, aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit selber in eine gewisse Richtung entwickeln. Ich glaube, das kann man nicht beeinflussen. Ich habe schon eine Idee, welche Fahrzeuge das sein werden, weil da, wo wir am meisten machen, und nein, es ist nicht VW zum Beispiel. So, weiter geht's. Ach ja, ob wir viele Abats machen? Ja, wir haben schon ein paar Stück gemacht. Leistung, Schubknallen, also Geschichten. Und die Meinung zur Marke, interessante kleine Knutschkugel. Also so ein Abarth 500 finde ich nicht schlecht. So, Toske, hi, und zwar will ich endlich mal, dass mein Dad sich ein neues Auto kauft. Hättet ihr eventuell Interesse mal an... Geil. Hättet ihr eventuell Interesse mal einem Touran erste Baureihe den Todesstoß zu geben mit Software? Hat mittlerweile 240.000 Kilometer drauf und klappert aus jeder Ecke. Ich glaube nicht, dass der einen Todesstoß kriegen würde, wenn der einigermaßen gut läuft. Können wir machen, kein Problem. Ruven, was ist beim M3 F80 mit Serieninnereien an Leiste möglich? Ja, da scheiden sich die Geister. Denn die meisten, die mehr fahren, als ich jetzt sagen werde, fliegen dann auch auseinander. Und des Weiteren, ja, interessanter wäre, was für eine 100-200er Zeit ist mehr möglich, weil Leistungen, da sieht man ja verschiedene Variationen. Der eine sagt, die haben 600, der andere sagt, die haben 750. Also wir haben letztens einen gemacht mit 655 PS. Ich denke, so an die 700 kann man fahren. Das ist grenzwertig, mehr würde ich nicht machen. So, Nick, lass das bitte. Moin, Schwalbe, ja bitte, kommt. Wie sieht es mit deinem Tattoo aus? Ach, lieben Gruß aus dem Sauerland. Ja, ihr könnt sehen, hat sich ein bisschen was verändert, ne? Und ist auch eine lange Geschichte eigentlich, habe ich schon viele Jahre wollte ich das, habe es nie gemacht, aus verschiedensten Gründen und dachte mir jetzt einfach, weißt du was, du lebst noch einmal, morgen kann vorbei sein und ja, habe damit angefangen, ich bin noch lange nicht fertig,
ja, mir war es wichtig, dass es für mich eine Bedeutung hat. Ja? Also alle meine Tattoos haben eine Bedeutung. Es sind keine Modetattoos, sondern ich kann vielleicht mal genau darauf eingehen. Habe ich dir letztens schon gesagt, wenn es komplett fertig ist. So, weiter geht's. Dano Kling, Franz, BMW 650i Biturbo mit 408 PS. Was kann man da maximal mit Serienladern rausholen und wie groß ist der Unterschied dann zum M6? Ja, der gute N63 Motor gibt es mit 408 PS und 450 als Facelift. Man kann so mit Downpipes so 550 PS fahren. Also dann ist man schon relativ gleich mit einem 650, mit einem M6. Man kann natürlich mit großen Ladern fahren, denn das ist auch ein Unterschied zum M6. Dann kann man auch mehr Leistung fahren. Ein M6 wird immer, dadurch, dass das Köpfe, Kolbenplatten anders sind, wird man immer mehr Möglichkeit haben, mehr Leistung zu fahren. Weil der 650i ist schon nicht schlecht. Es gibt viele Gerüchte, dass die Motoren nicht so gut sind. Wir hatten bis jetzt noch keine Probleme damit. So. Olm 89, Schwalbenvideo, ja, ich habe schon viele restauriert, wäre doch lustig mal zu sehen auf diesem Channel. Ja, machen wir auch. Ist so ein Kopfding. Machen wir. Kommt. Letzte Frage? Oh, ich habe noch ein paar. Ah, okay, dann, achso, gut. Letzte Frage wäre gewesen, stopp. Franz, N20 Motor BMW, sinnvolle Low-Budget-Leistungssteigerung. Sinnvoll, Low-Budget und Leistungssteigerung passt nicht zusammen. Also entweder Leistungssteigerung und sinnvoll oder Low Budget. Die Leistungssteigerung kostet bei uns auch, glaube ich, nur 800 € oder sowas. Ne? Geht ganz gut. So, ich denke, wir sind durch. Nochmal 10 Minuten? Ja, wir haben 10 Minuten. Die nächsten Fragen gibt es dann nächsten Mittwoch. Ich habe noch jede Menge rausgesucht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Ob ihr noch irgendwas habt, was ein bisschen verbesserungswürdig vielleicht sein könnte. Von uns wird in Zukunft viel kommen, auch von mir. Ihr werdet mich, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ihr werdet mich vielleicht nicht nur hier auf dem, ich will nicht sagen Kanal, sondern nicht nur hier sehen, aber mehr verrate ich nicht. Der Ben grinst schon. Das war's von mir. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.